Moin Leute, willkommen im Budeland. Ich stehe hier mit meiner Google Pixel Watch und ich bin noch nicht so weit, hier ein abschließendes Review zu machen. Das wird wahrscheinlich in den nächsten 1, 2 Wochen kommen. Trotzdem gibt es eigentlich schon so 3 Dinge, die mir aufgefallen sind, wo ich ganz klar sagen muss, das ist der Grund, warum diese Pixel Watch scheitern wird und wo Google wirklich Bockmist gebaut hat. Und ihr habt vielleicht die eine oder andere Sache schon irgendwo im Internet gehört. Es gibt ja ganz viele kontroverse Gruppen, ne? Die Pixel-Fanboys, die Pixel-Haters, was auch immer. Aber da fangen wir vielleicht mit dem offensichtlichsten Thema an. Das ist die Größe. Ne? Wir haben hier ein 41 mm Gehäuse. Ja? Das Display ist nochmal eine Spur kleiner, wie wir an den Rändern gesehen haben. Und kleine Smartwatches haben, ich sag mal, prinzipiell einen Markt. Ich denke jetzt gerade mal so an die Frauen, die dann meistens eher zur kleineren Uhr greifen, statt zur größeren. Aber häufig gibt es noch eine Alternative. Man kann meistens entscheiden zwischen einer kleinen Variante und einer großen Variante. Oder es gibt andere Produkte, die dann quasi den kleinen Markt abdecken. Aber Pixel oder Google besser gesagt hat ja nur ein Produkt. Eine Größe, 3 verschiedene Farben, die vollkommen egal sind, aber ansonsten eine Größe. Und da fängt schon das Problem an. Es gibt einen Markt für Leute mit großen Uhren. Ne? Ich denke da jetzt insbesondere quasi an den Männermarkt. Für die ist es dann eher Kaugummi-Automat, Kinderspielzeug. Das ist viel zu klein, gerade wenn man einen großen Arm hat. Also groß ist, dann sieht das winzig aus. Da fällt schon mal eine Zielgruppe weg, die sagt, nee, danke, ich greife dann doch lieber zu einer Samsung Galaxy Watch 5 Pro mit ihren 45 mm oder sowas. Oder eine Mobvoi TicWatch, was auch immer. Es gibt haufenweise große Uhren. Oder guck dir die Garmin Phoenix-Reihe an, ne? Das sind richtige Männeruhren in Anführungszeichen, ja? Jetzt mal überspitzt dargestellt. Aber da hat man schon das erste Problem. Und was natürlich aus der Größe noch folgt, kleines Gehäuse, Akku ist klein. Ja, das ist das nächste Thema, was ja da hängt. Nach meinem ersten paar Tagen kann ich definitiv sagen, das wird kein Langläufer sein, damit wird man keinen Ironman machen und damit wird man auch keinen Marathon laufen, weil da ist einfach die Akkulaufzeit zu schlecht. Also der Akku ist klein gehalten und dementsprechend Akkulaufzeit. Ich komme über 24 Stunden, das ist nicht das Thema, aber sobald ich GPS anmache, Always-on-Display oder sowas, dann kackt das Ding einfach ab. Und dazu kommt dann noch, hier ist dann auch so Sachen wie Pulssensor eingebaut, der aber nicht einstellbar ist. Man kann ihn nicht deaktivieren, man kann ihn aber auch nicht von den Intervallen irgendwie runtersetzen, um Strom zu sparen, sondern der läuft gefühlt, glaube ich, irgendwie jede Sekunde oder sowas. Ist zwar ganz nett, was Fitnessdaten angeht, aber der Akku wird entsprechend schreien. Und last but not least natürlich das Display. Das ist halt auch nicht mehr zeitgemäß, sage ich mal, in der heutigen Zeit mit diesen Rändern und aber auch mit der Größe. Ne? Und das ist eine Sache, dass vielen Leuten dann, wenn sie die Konkurrenz sehen, wo sie sagen, ja, es geht doch größer, es geht doch besser. Warum sieht die Pixel Watch aus wie eine Uhr vor 2, 3 Jahren oder sowas? Also das ist ein Thema, das Google definitiv um die Ohren fliegen wird. Kommen wir von der Hardware weg, kommen wir zur Software. Wir haben jetzt hier Googles Wear OS 4 3.5, haben wir noch nicht. Und das ist jetzt nicht das Thema, außer dass vielleicht von den Partnern jetzt langsam die ersten Leute kommen, die auch mal Google Wear OS 3 installieren dürfen. Aber das Hauptthema ist, das ist ja jetzt alles sehr auf Fitbit konzentriert. Ihr findet ja kein Google Fit mehr auf eurer Uhr. Und wenn ihr die ganze Zeit Google Wear OS Nutzer gewesen seid, dann habt ihr eure Daten im Google Fit gehabt. Ja? Samsung hat da jetzt ja letztes Jahr schon eine Ausnahme gemacht, dadurch, dass sie ja quasi alles in Samsung Health reingeschossen haben. Aber normalerweise Wear OS, Google Fit, das war so die Maßregel und wo auch immer die Daten eurer letzten Jahre drin sind. Jetzt haben wir gar kein Google Fit mehr hier drauf und ich habe jetzt auch gerade heute gelesen, bei den Fossil-Updates auf 3.0 soll es wohl auch kein Google Fit mehr geben. Und das Problem ist halt, ich habe alle meine Daten jetzt in Google Fit und von heute auf morgen werde ich gezwungen, Fitbit zu nutzen. Also ich persönlich finde ja die Fitbit-App finde ich super. Fitbit Premium lasse ich jetzt mal kommentarlos im Raum stehen, ob man das wirklich braucht. Ich halte ja nichts von diesen Subscription-Abo-Modellen, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber jetzt habe ich meine ganzen Daten der letzten 3, 4, 5 Jahre in Google Fit und von heute auf morgen kann ich die nicht mehr nutzen, weil ich eine Fitbit-App benutzen muss. Und es gibt Stand heute auch keine native Migrationsmöglichkeit, die Daten zu übertragen. Also man kann das mit dieser Health Sync App machen, die ich immer wieder benutze, aber so darf das eigentlich nicht sein, weil die ganzen Kundendaten, die ich in der Vergangenheit hatte, die Kunden jahrelang für sich aufgespart haben, so um ihre Trends zu machen, die sind jetzt einfach von heute auf morgen weg. Ja, und das heißt, friss oder stirb. Trotzdem hat man es jetzt irgendwie nicht kommuniziert oder sowas. Das passiert so ganz
heimlich im Hintergrund. Und dann haben wir noch das Problem, die Fit-App ist ja eine Sache, ne? Also die Fitness-App. Und dann kommt on top die App, mit der quasi das Gerät gepaart wird, die Pixel Watch App. Jetzt haben wir aber in der Vergangenheit noch die Google Wear OS App gehabt, ne, wo quasi alle Partner ihre Geräte mit verbunden haben. Samsung hat jetzt wieder seine Galaxy Wear App sozusagen. Und wo soll es hinführen? Und ich bin mir ziemlich sicher, über kurz oder lang wird dann auch diese Wear OS App irgendwie verschwinden, ja. Und dann werden vielleicht die ganzen Partner nur noch ihre eigenen Apps benutzen müssen. Und das ist halt Mock, warum kann man nicht eine App haben, dass ich sage, ich habe meine Google Wear OS App, damit wären alle Wear OS Uhren gepaart. Ja, egal ob sie von Samsung sind, ob sie von Fitbit sind, ob sie von Mobvoi sind. Warum kann ich das nicht so vereinfachen? Aber nein, jetzt haben wir wieder dieses Thema eine Pixel Watch App, dann kann es sein, dass die Google Wear OS App keine Updates bekommen, was auch immer. Also, das ist alles schon wieder Murks und Google hätte es transparent machen können. Die hätten sagen können, hier mit Wear OS 3.0 ist Google Fit tot, Fitbit ist die Zukunft, aber sie machen es halt nicht. Das ist immer nur so, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Und das ist halt gerade für die treuen Fans halt echt ein Problem, weil die sich an die Google Wear OS-Themen, an die Google Fit-Sachen gewöhnt haben und von heute auf morgen sind die auf einmal nicht mehr da. Geht eigentlich einfach so nicht. Und das sollte Google, sage ich mal, als Softwareunternehmen durchaus besser wissen und besser können. Kommen wir zum letzten Punkt. Und das ist der Preis. Ich zahle für das Ding 379 € oder 429 €, je nachdem, ob ich die LTE-Version habe oder nicht. 380 €, das ist eine Hausnummer. Ja? Und ihr vergleicht sowas natürlich nicht mit einer Garmin Fenix 7 irgendwas, die 700 oder 800 € kostet, sondern ihr vergleicht das mit vergleichbaren Google Wear OS Uhren. Und ich habe hier zum Beispiel die Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra. Das ist immer noch in meinen Augen eine der besten Google Wear Smartwatches, ne, weil der Akku lang hält und auch sonst eigentlich alles relativ performant ist mit dem neuen Snapdragon. Ja, der ist ja auch nicht mehr neu, aber dem halbwegs aktuellen Snapdragon. Und die kostet halt einen Bruchteil davon. Die kriegt man mittlerweile häufig bei irgendwelchen Aktionen für 200 € oder sowas, auch wenn die UVP irgendwie 300 € sind. Aber die hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Trotzdem, performance-technisch werdet ihr hier keinen Unterschied merken zur Pixel Watch. Ich würde sogar eher sagen, die läuft besser als die Pixel Watch. Aber das werden wir erst mit dem Wear OS 3 Update sehen. Und das ist genau das Thema. Die Uhr muss sich halt mit der Google Wear OS Konkurrenz vergleichen. Und dann habe ich zum Beispiel auch hier die Samsung Galaxy Watch. Ne? Das ist jetzt die 5 Pro. Ja, die war jetzt sehr teuer, die ist mittlerweile günstiger geworden. Aber auch wenn ihr nur die Galaxy Watch 5 nehmt, ne, ist es trotzdem günstiger als die Pixel Watch. Und die USP, also die Unique Selling Points, was ist das Besondere an der Google Pixel Watch? Ich sehe da nichts. Das Einzige, was man heute sagen könnte, ist, ja, neben der Samsung Galaxy Watch ist die Google Pixel Watch die erste oder die zweite Wear OS Smartwatch, die eine EKG-Funktion hat, unabhängig vom Smartphone. Das gebe ich denen, ja, das ist ein Selling Point. Das interessiert aber wahrscheinlich die meisten Leute ziemlich wenig. Und die Zielgruppe, die es interessieren würde, ich sage mal jetzt ältere Leute, mein Vater zum Beispiel, die haben keine Lust, das Ding jeden Tag aufzuladen. Ja, und on top wurde ja dann auch noch der Blutsauerstoffmesser, der hier verbaut ist, beworben. Ja, der aber Stand heute nicht verfügbar ist. Ne? Also die Hardware ist da, aber die Software nicht da. Jedes noch so billige 50 € Smartband aus China hat mittlerweile Blutsauerstoffmessung von Haus aus. Also ich weiß nicht, was Google da schon wieder geritten hat, ja, dass das jetzt nicht kommen konnte. Also mir kommt das alles vor, als wäre das so ein, man ist ein bisschen hektisch, weil man wollte das jetzt unbedingt rausbringen, weil man es schon so lange verzögert hat und man merkt es am Display, das ist nicht up-to-date, man merkt es jetzt an der Akkulaufzeit, die ist nicht up-to-date und der Blutsauerstoffmesser ist auch nicht da. Und ihr könnt mich jetzt ein Pixel Watch Hater nennen oder nicht. Ich bin ja eigentlich ein Freund von Google Wear OS, aber damit hat sich Google jetzt definitiv keinen Gefallen getan und ich hoffe, dass die ganzen Google-Partner jetzt ordentlich unterstützt werden von Google, damit die ihre Uhren rausbringen, weil die können Uhren machen und die haben halt nur die Softwareprobleme gehabt, weil sie nicht direkt an der Quelle saßen. Und ich hoffe, dass da Mobvoi und Fossil und Co., wie sie alle heißen, dass die jetzt ihre neuen Generationen rausbringen und ihre Updates kriegen und man dann wirklich wieder eine Auswahl hat. Und dann muss man auch keine 380 € oder sowas Uhr mit nicht mal einem Tag Akkulaufzeit nehmen. Damit bin ich jetzt fertig mit meinem Gehate. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.